Herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Wir haben Ende August und mein Rasen hat die Trockenperiode sehr gut überstanden, da wir eine Bewässerungsanlage haben. Doch jetzt stellt sich die Frage, wie sieht unsere Testfläche aus? Da habe ich heute Morgen gemäht und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, schaut euch mal diese Fläche an. Für alle, die die Fläche heute zum ersten Mal sehen, möchte ich noch mal kurz was sagen. Wir haben ja hier, wir haben jetzt Ende August und wir haben hier Ende Mai eingesät, bevor die große Hitzewelle kam und die Trockenperiode kam. Wir mussten einsäen, weil ja der Landwirt hier alles platt gemacht hat, eben gemacht hat. Und dann waren wir etwas im Zugzwang und haben das Ganze dann noch eingesät, weil sonst hätten wir alles nochmals machen müssen. Und uns war eigentlich klar, dass das Saatgut nichts wird und dass wir eigentlich im Herbst nachsehen müssen. So dachte ich, so dachte auch Alex. Aber ich muss echt sagen, ich bin echt baff. Ich bin wirklich baff. Wie gesagt, wir haben jetzt Ende August und ich war jetzt schon gute 6 Wochen nicht mehr hier. Dadurch, dass wir wirklich weit über 30 Grad hatten und kein Regen in Sicht, immer wieder mal, ja, ganz leicht nachts ist etwas kühler geworden, da war dann ein bisschen Tau drauf. Und ich bin jetzt heute Morgen hier mal runter und habe gesagt, ich schaue mir die Fläche an und ich mähe dann auch mal. Ich habe jetzt auch hier gemäht auf der höchsten Einstellung. Ihr seht es auch, es ist extrem uneben und ungleich gemäht, weil der Mäher, er musste wirklich eigentlich so Hüfthöhe wie hier, da steht noch was, musste er komplett abmähen. Es ist gewachsen wie verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also echt, ich weiß nicht warum, aber es war anfangs auch so, dass ich gemeint habe, es kommt nur Unkraut durch. Aber wenn ich mir so die Fläche mal anschaue, es ist Unkraut drin, ganz klar, aber es ist überwiegend das drin, was wir eingesät haben, nämlich in diesem Bereich sieht man es richtig deutlich und richtig gut, ist der WM-Rasen drin mit hauptsächlich Lolium perenne und die Poa pratensis und auch die anderen Testflächen, wo wir den Mediterranen eingesät haben. Hier haben wir ja überwiegend den Rohrschwingel drin. Das sieht man auch ganz klar, der ist relativ grob und relativ dunkel und in der unteren Fläche dann ist relativ viel Festuca drin. Also es hat schon funktioniert, es hat sehr gut funktioniert, was wir hier eingesät haben. Und wie gesagt, ich bin baff, warum es überhaupt so schön aussieht. Ich habe eine kleine Vermutung, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr glaubt oder ob diese Theorie sein kann. Wir haben hier hinten, da ist so circa 50 Meter weiter, da ist ein größerer Bach, Fluss will ich nicht sagen, aber größerer Bach. Und ich glaube einfach, dass nachts die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit so extrem, also Luftfeuchtigkeit steigt, Temperatur abfällt, damit sich hier ordentlich Tau bildet. Und das scheint so, reicht den Gräsern vollkommen aus. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal die Fläche so genau durch, weil wir haben noch ein paar Probleme, was wir jetzt festgestellt haben, und da sind wir auch auf eure Hilfe angewiesen. Ja, unser Problem, was wir hier haben, wir haben ja zum Glück sehr viele Bäume drin, sehr viele Obstbäume, finde ich total cool, aber wir sind auf ein Problem gestoßen. Ihr seht, wir haben sehr viele Äpfel. Wir haben kleine Äpfel, wir haben große Äpfel, wirklich richtig große Teile, wir haben Birnen, und da wollen wir euch jetzt mal fragen, was ihr macht. Wir haben mal geschaut, was es da so gibt. Da gibt es ja verschiedene Werkzeuge, verschiedene Maschinen, Tools etc. Aber wir sind auch etwas ratlos, was wirklich funktioniert. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde uns sehr freuen, was ihr nutzt und ob ihr zufrieden seid. Und vor allem, wir suchen halt was, wo relativ schnell geht, wo auch groß ist.
Und da können wir dann natürlich auch sehr gerne mal ein Video machen. Wie gesagt, wir haben sehr kleine Äpfel, wir haben aber auch richtig große Teile, somit muss es halt überall funktionieren. Wir haben gesamt, glaube ich, 4 oder 5 Apfelbäume. Und wir haben noch ein weiteres Problem. Und zwar, wir haben aufgrund dessen, dass wir hier so viele Bäume haben, haben wir auch hier mal alles lichte gemacht und runtergeschnitten. Und da haben wir jetzt hier hinten mal die ganzen Äste gelagert. Ja, und das sollte natürlich auch weg. Und da haben wir mal geschaut, wir suchen jetzt natürlich einen Häcksler, der das Ganze mal klein schreddert. Und da haben wir gesehen, es gibt einen Walzenhäcksler und es gibt einen Messerhäcksler. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr habt und was ihr uns empfehlen würdet. Wir haben hier ganz kleine Äste dabei, wirklich so Mini-Teile. Die könnte eigentlich auch ein Mulchmaster noch zusammenhäckseln. Aber wir haben hier auch wirklich Riesenteile dabei, die eigentlich schon, ja, armdick will ich nicht sagen, aber die sind schon ordentlich. Die haben schon ordentlich 3-4 cm Durchmesser. Also von dem her, schreibt es in die Kommentare, würde uns sehr freuen. Und dann können wir da auch gern mal ein Video bringen. Kommen wir zum nächsten Problem, das wir hier auf der Testfläche haben. Und das Problem habt ihr bestimmt auch. Aufgrund der extremen Trockenheit sind jetzt hier noch Feldstellen, es sind offene Stellen, wo kein Gras wächst. Wir haben das Problem jetzt hauptsächlich, weil hier wenig gekeimt ist, warum auch immer. Aber da muss ich sagen, und da bin ich echt auch etwas verblüfft, jetzt nach über 3 Monaten keimt hier immer noch was. Und das zeige ich euch jetzt. Und wir gehen auch darauf kurz ein, was ihr jetzt machen könnt, weil uns erreichen sehr viele Anfragen, Kommentare, E-Mails, Instagram, Facebook, Nachrichten etc., was man jetzt tun kann oder wann überhaupt die ideale Zeit ist, um den Rasen zu regenerieren, um nachzusehen, um dementsprechend die Trockenschäden zu behandeln bzw. zu eliminieren. Ihr seht, überall an den lichten Stellen fängt es noch an zu keimen und das nach 3 Monaten. Das ist für mich eine absolut neue Erkenntnis. Ich wusste zwar, dass Grassamen eigentlich nicht kaputt geht, aber wenn der Keimungsprozess mal begonnen hat und dann trocknet der Samen aus, dann ist es eigentlich rum, dann ist der Samen eigentlich kaputt. Und das wundert mich hier jetzt schon, weil wir hatten wirklich extreme Trockenheit und trotzdem keimt es noch. Und genau aus dem Grund werden wir jetzt Ende August vorerst noch nichts machen, weil wir nicht wissen, ob die Stellen von alleine zugehen oder ob wir nachhelfen müssen. Aber für euch, wenn ihr jetzt Trockenstellen habt, wenn ihr auch erst eingesät habt und ihr habt generell lichte Stellen drin, dann ist jetzt Ende August eigentlich eine sehr gute Zeit. Bis Maximum Ende September könnt ihr jetzt euren Rasen wieder auf Vordermann bringen. Und da macht ihr Folgendes: Wenn ihr Trockenstellen drin habt, die macht ihr erstmal raus mit einem Handvertikutierer oder mit einem Lüfter. Lüftet ihr durch. Schaut, dass dann, also erstmal vorher schauen, dass das Gras richtig Futter bekommt, also Dünger. Dann erst rausrechen, rauskämmen, das Ganze sehr schonend rauskämmen. Dann nachsehen, nochmal bedecken und dann wird das Ganze wieder richtig gut. Wichtig ist auch, dass ihr auch immer die Temperaturen anschaut, Wetterbedingungen mal anschaut. Wenn jetzt natürlich die nächsten 3 Wochen nochmals extrem trocken gemeldet wird, dann würde ich eher noch warten bis Mitte September, vielleicht auch Ende September, ist auch okay. Aber wenn der Wetterbericht jetzt schon sagt, es soll die nächsten Tage immer wieder mal leicht regnen, dann würde ich jetzt schon anfangen, denn dann habt ihr den Vorteil, dass ihr das neue Gras einfach kraftvoller und besser in den Winter bzw. in den Herbst schickt. So, wie geht es jetzt auf unserer Testfläche weiter? Wie gesagt, Ende August, wir machen jetzt aktuell noch gar nichts. Wir warten jetzt noch 2-3 Wochen, bevor wir hier dann nachsehen, bevor wir das Ganze hier noch besser auf Vordermann bringen. Aber wie gesagt, ich bin schon mega begeistert. Ich bin echt schon sehr zufrieden. Hätte ich nie gedacht, dass es schon so gut ist. Und dann
werden wir auch, ihr seht es vielleicht auch hier, wir haben Unkraut drin. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir haben Unkraut und es ist auch okay, wir lassen das Unkraut auch. Wir werden hier, wir wollten eigentlich nichts machen und wir sind immer noch der Meinung, dass das meiste Unkraut, so wie das hier, ich weiß nicht, was es ist, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon, ob ihr wisst, was es ist. Das sind ganz breite Teile, so flauschig. Ich denke mal, das kommt alles von der Blumenwiese runter. Ich glaube, wir haben das mit eingesehen, eine Blumenwiese. Und das Ganze ist, glaube ich, etwas, ja, durch Wind etwas verteilt worden. Da bin ich mir aber sicher, dass dieses Unkraut auch durchs Mähen, durchs regelmäßige Mähen und Düngen auch dementsprechend weggehen würde. Wir haben hier generell sehr wenig gemäht, nur das Notdürftigste. Und wir haben dann immer von 30 cm runter auf 8 cm gemäht. Wir schauen jetzt, dass wir hier bald einen Robi installieren und dann wird es besser. Aber um auf den Punkt zu kommen, wie gesagt, das Unkraut, das meiste würde natürlich von alleine weggehen. Aber wir werden trotzdem hier auf dieser Fläche, auf sehr großen Wunsch der Community, werden wir hier einen Test starten, was Thema Unkrautvernichtungsmittel angeht. Wir sind kein Fan davon, ich bin generell kein Fan. Ich nehme auf meiner Fläche daheim, in meinem Garten, ich nehme kein Unkrautspritzmittel. Einfach durch die Dichte vom Rasen kümmert sich meine Poa Supina darum. Aber hier, ich denke, hier bietet es sich an, um auch euch ganz klar mal einen Test zu zeigen. Wir wollen hier 3 verschiedene Hersteller testen. Das wird jetzt demnächst kommen, beziehungsweise wir werden es demnächst ausführen und dann werden wir mal schauen, wie sich die Flächen so entwickeln über den Winter und vor allem im Frühjahr, welches Mittel am besten funktioniert und vor allem, was dann auch wirklich am nachhaltigsten ist, beziehungsweise wo wir am wenigsten brauchen werden. Ja, das war soweit zum Thema Testfläche, kleines Update und was wir jetzt hier machen. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Und uns würde es auch sehr freuen, wenn ihr generell zum Thema Obst und zum Thema Äste auch alles in die Kommentare reinschreibt. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.